Ecuador, eines der vielfältigsten Länder Südamerikas, berühmt für seine aktive Vulkanlandschaft, das viele Grün und die Lage direkt am Äquator. Schön, dass ihr uns auch in Land 12 unserer Reise entlang der Panamerikaner hierher begleitet und mit uns von der Nord- auf die Südhalbkugel fahrt. Das ist richtig krass günstig. Unser Wagen so ein Rennwagen ist. Ja, genau. Also ich glaube, in Deutschland brauchen wir dafür ein Klettergeschirr. Aber der Besuch hier hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ja? Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. So, Taxis steht rechts. Da ist Migration. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind in Ecuador. Ich glaube, Land Nummer 12 der Reise. Die Einreise war eigentlich ganz entspannt. Wir haben 1,5 Stunden gebraucht. Wir mussten auf der kolumbianischen Seite ein bisschen beim Tip-Cancel warten. Und ja, irgendwie ist die E-Mail bei uns nicht angekommen mit der Cancel, aber wir haben dann ein Foto gemacht vom Bildschirm, dass alles beendet ist. Und dann haben wir noch Geld getauscht, weil wir zu viel Geld geholt hatten. Irgendwie, ja, hat man es da ordentlich vertan. Und da wollten wir uns tatsächlich verarschen. Wir hatten eigentlich einen guten Kurs ausgehandelt, aber er hat dann alles eingetippt und dann kurz auf seine Memory-Taste gedrückt und dann hätte er uns um $50 beschissen. Aber ich habe es gesehen und dann haben sie doch kein Geschäft gemacht, was sie sich wahrscheinlich erhofft haben. Ja, Einreise Ecuador war eigentlich auch entspannt. Beim Tipp hatten sie einmal einen Fehler drin und sie wollten Fotos von der VIN und vom Auto machen, aber ging eigentlich schnell. Bei der Immigration gab es eigentlich keine Fragen, aber sie wollten auf beiden Seiten die Geldgeberimpfung sehen. 400 Meter, ja? Ja, Okay. Jetzt mal Route abstimmen, weil wir halten nämlich gleich in 10 Minuten schon an. Da gibt es sowas, ja, so ein paar schicke Blumen und hier kommt eine Polizeikontrolle. Von uns wollten sie nichts, wir durften weiterfahren. Genau, also sie wollten auf beiden Seiten die Gelbfieberimpfung sehen, aber das war jetzt auch kein Problem. Und jetzt fahren wir zu so, wie nennt man das? Büschen, die aussehen wie Figuren. Das soll ganz nett sein und das gucken wir uns an und dann geht's wahrscheinlich schon zügig weiter. Der Friedhof von Tulcan ist bekannt für seine außergewöhnliche Pflanzenkunst. Über 300 Zypressen wurden hier zu geometrischen Formen, Tieren und historischen Symbolen geschnitten. Die Kunst geht auf den langjährigen Gärtner des Friedhofs, José María Azael Franco, zurück, der ab den 1930er Jahren über Jahrzehnte hinweg hier ein lebendiges Kunstwerk schuf. Die immergrüne Zypresse steht dabei für Beständigkeit und Unsterblichkeit und macht den Friedhof zu einem Ort, an dem Natur, Kultur und Erinnerung auf besondere Weise zusammenkommen. Wir haben gerade getankt für 1,79 $ pro Gallone. Das ist richtig krass günstig. 40 Cent pro Liter waren das dann. Eurocent. Nach 500 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Du? Hier rein? Ja, wahrscheinlich. Und dann da rechts hoch. Oh, wirklich. Wir erreichen den wohl bekanntesten deutschsprachigen Overlander-Treffpunkt in Südamerika, die Finca Sommerwind, geführt vom deutschen Auswanderer Hans. Hier wollen wir ein paar Tage bleiben, vor allem um die Themen Wartung und Fahrzeugpflege mal wieder anzugehen.
ist es? Pilsener, das ist Pilsener. natürlich. Das ganz schäumt toll. aber richtig. Ja. Zeig mal. Erdbeeren, das ist ja toll. Ja, ist schon richtig verrückt. Auch vom Video die Erdbeeren weggeräumt. Frühstück. Mit der Rennstrecke im Hintergrund gibt es schon einen richtigen 24-Stunden-Vibe hier. 24-Stunden-Rennen. Unser Wagen so ein Rennwagen ist. Ja, genau. Wir lassen mal die Bremsflüssigkeit wechseln. Die Jungs haben auch die Bremsen gecheckt. Dabei wollten wir die Trommel auseinandernehmen. Das geht aber nicht, weil wir ein Spezialwerkzeug brauchen, was ich nicht dabei habe. Muss ich aber vielleicht mal besorgen. Ich war gerade beim Bremsflüssigkeit wechseln. Hatte ich noch nicht gemacht bei dem Fahrzeug. Deswegen habe ich gedacht, komm, fährst zu einer Werkstatt, die hat super Empfehlungen bezüglich Bremsen. Hat jetzt 3,5 Stunden gedauert. Ich war kurz vor der Mittagspause da, dann bin ich halt noch ein paar andere Sachen erledigen gefahren und um 14:30 Uhr war ich wieder da. Und jetzt haben wir 18 Uhr. Es waren halt noch ein paar Sachen, ein paar andere Autos dazwischen, wie das halt so ist. Und ich sag mal so, die Umweltvorschriften wurden jetzt auch nicht so ganz eingehalten beim Bremsflüssigkeit wechseln, weil die haben einfach die Flüssigkeit auf den Boden laufen lassen und ist dann nachher mit Wasser weggespült. Ist vielleicht nicht ganz so optimal. Naja, gut, jetzt haben wir es gemacht. Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Wir brauchen aber auf jeden Fall neue Bremsbeläge in 10.000 Kilometer. Und wahrscheinlich hinten auch neue Bremsbeläge in 15.000 bis 20.000. Also müssen wir mal schauen, ob wir das mal von zu Hause organisieren. 18:30 Uhr und er kommt zurück. Guten Morgen, wir sind in Otavalo. Wir haben gerade geparkt, mussten schon ein kurzes Fotoshooting machen. Mit mehreren Mit mehreren, ja. Aus dem Bus ausgestiegen. Genau, und jetzt sind wir auch direkt schon am Markt. Also der Parkplatz ist super nah. Aber heute ist ja Montag, der Hauptmarkttag ist Sonntag. Und heute ist auch noch Feiertag. Genau, deswegen wird es nicht so groß sein, aber wir haben gedacht, wenn wir in der Nähe sind, gehen wir schon mal vorbei. Und am Samstag ist der Hauptmarkttag und das hätten wir leider nicht geschafft, weil wir noch ein bisschen beschäftigt waren die letzten Tage mit Autowartung und Co. Hier gibt es richtig, richtig schöne Sachen. Also tolle Stoffe, tolle Farben und fühlt sich auch alles gut an, wenn man mal drauf fühlt. Also richtig schön. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwie was finden als Geschenk, aber so viel mitnehmen ist ja leider nicht. Der Markt von Otavalo gilt als einer der größten und bekanntesten indigenen Märkte Südamerikas. Seit Jahrhunderten ist er ein zentraler Handelsplatz der Otavalo-Indigenen, die vor allem für ihre Textilkunst berühmt sind. Und so werden an den Ständen handgewebte Ponchos, Schals, Decken und Teppiche verkauft, gefertigt aus Wolle oder Alpakafasern und gefärbt mit traditionellen Mustern und Farben. Viele der Designs erzählen Geschichten über Natur, Gemeinschaft und Herkunft. Direkt schon dann hier das erste. 20 Meter Stunde wird es wohl sein. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Schon hart, ne? Guten Morgen. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht auf 3200 Meter und jetzt starten wir auf unsere Wanderung um eine Laguna drumherum. Namen blenden wir mal ein, weiß ich nicht so genau. Genau. Ich glaube, es sind ungefähr 600 Höhenmeter und 13 Kilometer. Und das Wetter ist tatsächlich sehr gut gerade. Wir sind gespannt, ob wir eine schöne Sicht haben und es ist leider ein bisschen windig. Mal schauen, ob wir Drohne fliegen können. Und natürlich sind wir wieder zu viert unterwegs.
Wir sind jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde unterwegs und bisher ging es eigentlich flach oder runter. Und jetzt kommt hier hinten der Anstieg und dann geht es wirklich einmal hier oben auf dem Grat entlang, einmal komplett um die Lagune drumherum. Die Aussicht ist auf jeden Fall bisher sehr schön, Wetter ist auch top, ein bisschen viel Wind, aber wird schon. Da geht es jetzt gleich für uns die Treppe hoch und dann einmal schön oben am Grat entlang. Und da hinten ist dann der höchste Punkt auf ungefähr 3700 Meter. Wir sind auf dem ersten Hügel und gerade ein bisschen weg von der Lagune. Aber wahrscheinlich kann man sie gleich wieder sehen. Rechts von uns sind noch ein paar höhere Gipfel. Sieht aus, als wären es nur 2000 Meter, sind aber 4,9. Nach 2,5 Stunden ungefähr haben wir die Hälfte der Strecke geschafft. Höhenmeter auf jeden Fall schon viel mehr. Wir sind jetzt auch ziemlich genau auf der anderen Seite vom Camper. Und wenn wir dann hier den einen Hügel überschritten haben, werden wir bestimmt mal Mittagspause machen. Da hinten ist die Mittagspausen-Brotzeithütte. Ach so, okay. Ein bisschen unterdrückt. Hey! Lunchtime mit dem Brot der Finca Sommerwind. Für die auch was. Yay! Die Lagune de Cuicocha liegt auf über 3000 Metern Höhe am Fuß des Vulkans Cotacachi. Sie entstand vor rund 3000 Jahren, als ein Vulkanausbruch einen gewaltigen Krater hinterließ, der sich später mit Wasser füllte. In der Mitte des Kratersees liegen 2 Inseln, die bis heute von vulkanischer Aktivität zeugen. Der Name Cuicocha bedeutet so viel wie Meerschweinchensee, benannt nach der Form dieser Inseln. Heute ist die Lagune Teil eines Naturschutzgebiets und ein beliebtes Ziel für Wanderer wie für uns. Wir sind auf den letzten 200 Kilometer und jetzt schon so seit einem Kilometer, 1,5 gehen wir eigentlich die ganze Zeit irgendwie durch den Wald und man hat kaum noch Seeblick. Also ist tatsächlich nicht mehr so schön. Also die ersten 8 Kilometer waren auf jeden Fall wesentlich schöner. Wir sind zurück am Camper. Genau 13 Kilometer und ein bisschen mehr als 5,5 Stunden haben wir insgesamt gebraucht. Und jetzt schauen wir uns gleich mal die kalte Dusche an. Zwei. Guten Morgen. Wir haben den schönen Platz in der Lagune verlassen und fahren immer weiter südlich. Und es ist ganz interessant. Unser Garmin sagt uns gerade, wir befinden uns 0,05 Grad nördlich. Richtig? Richtig, ja. Und noch 12 Kilometer und dann sind wir am Äquator.
Genau, das ist jetzt unser nächstes Ziel, dass wir wirklich ganz genau auf dem Äquator stehen. Da soll es einen ganz schönen Ort geben, wo man auch ein bisschen was dazu lernen kann. Und da fahren wir jetzt hin. Jetzt sind es schon gar nicht mehr 0,05 Grad nördlich. Es wird immer weniger. Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. So. Der Countdown läuft. Und jetzt müsste es sein. Ja, ganz bisschen noch. Jetzt. Der Parkplatz liegt im Süden, das heißt, wir sind jetzt einfach drüber gefahren. Eigentlich wollten wir noch drüber gehen. Naja, wir parken jetzt mal und dann gucken wir uns das kleine Museum hier an. Wir sind jetzt da und gehen ins kleine Museum rein. Es gibt eigentlich auch noch ein größeres Museum, aber damals waren die noch nicht so genau und das steht nämlich nicht am Äquator. Deswegen sind wir zu diesem hier gefahren, wo wir auch genau exakt am Äquator dann jetzt sind. The sun is on the middle of the world. The sun rises in the east. The shadow of the clouds, the same, is in the middle of it. Yeah. Okay. Zero. Yeah, 0. Oh, we can move to the south, yeah, 54. Okay, it's 5. Yeah. Maybe it's not that specific. Okay. Jetzt ist genau 000 und wir sind wirklich exakt auf dem Äquator. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ecuador ist eines der wenigen Länder der Welt, das direkt auf dem Äquator liegt und hat daher auch seinen Namen. Hier teilt sich die Erde gedanklich also in eine nördliche und eine südliche Hemisphäre. Und so steht Martin auf der Nordhalbkugel, während ich auf der Südhalbkugel stehe. Diese besondere Lage eignet sich sehr gut für astronomische Beobachtungen, wie beispielsweise zur Bestimmung von Sonnenständen und Jahreszeiten, was sich schon die indigenen Völker zu eigen gemacht haben. Und wir dürfen an diesem Ort ein bisschen dazu lernen und sind ganz fasziniert. So, wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg. Aber der Besuch hier hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Der junge Mann, der uns da auch alles erklärt, hatte das richtig nett einfach auch gemacht. Auch auf Englisch, was natürlich für uns sehr hilfreich war, das alles zu verstehen. Also für die $5 pro Person, die wir jetzt bezahlt haben, lohnt sich das auf jeden Fall. Genau, jetzt geht es für uns weiter in Richtung Quito. You can park on the corner on the right. Okay. At the edge. Okay. Thank you. Dieser Platz hier oberhalb von Quito hat mit Andy und seiner Partnerin nicht nur ganz besonders herzliche Eigentümer, sondern auch einen fantastischen Blick über die Stadt. Und so beobachten wir am Abend tatsächlich noch einen riesigen Stromausfall in der Stadt, der aus dieser Perspektive sehr interessant anzuschauen ist. Morgen, hi. Guten Morgen. Wir hatten hier eine sehr ruhige Nacht. Heute Morgen hat es ein bisschen getröpfelt. Da dachte ich schon, das Wetter wird nicht gut. Aber es ist eigentlich recht schön. Blauer Himmel, Sonnenschein, aber auch ein paar Wolken. Aber eigentlich perfekt für unseren Spaziergang durch die Innenstadt von Quito, wo wir jetzt gleich hinfahren werden. Wir werden uns ein Uber bestellen und dann runterfahren und eine Free Walking Tour machen. Wir sind jetzt schon am Treffpunkt angekommen und es ist schon richtig warm. Also wir hatten Jacken angezogen, braucht man eigentlich gar nicht. Und das heißt, gleich da vor der Kirche geht dann die Free Walking Tour los und wir sind schon gespannt, was wir alles so sehen heute. Für unsere Free Walking Tour hatte sich neben uns 4 nur eine weitere Deutsche angemeldet. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Caroline. So waren wir eine kleine gemütliche Gruppe und unser Guide war richtig engagiert und nett. Das Besondere, neben den wichtigsten Orten der Stadt durften wir vor allem in die Kulinarik eintauchen. Und das nicht zu knapp, aber seht selbst. Look at this guy.
the film is gonna be very small at the beginning, but then it's gonna get bigger and bigger and bigger. And there's a secret: if you boil it for longer time, the alcohol disappears, and at the end, when you add it, the drink is gonna be soft. It's gonna taste soft. Okay. But if you put it direct, it's gonna be very strong. Karamit und Naran und Und? Ja, das Taxo ist gut. Das andere nicht? Habe ich noch nicht probiert. Auch gut, ja. Willst du das auch probieren? Hä, das ist doch nur ein Hub. Then eggnog for Christmas. Then this is coffee espresso. This one tastes like Baileys. It's delicious. And then chocolate cream. It's delicious too. Then this is gin, Ecuadorian gin. You know gin with 3 flavors: lemongrass, passion fruit, and guayusa. Ich dachte, das wären unechte. Die Altstadt von Quito gehört zu den am besten erhaltenen historischen Stadtzentren Lateinamerikas und wurde bereits 1978 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Im Zentrum liegt die Plaza Grande, umgeben von einigen der wichtigsten Gebäude des Landes: dem Präsidentenpalast, der Kathedrale von Quito, dem Erzbischöflichen Palast und dem Rathaus. Zum Abschluss der circa 4-stündigen Tour gab es dann noch ein besonderes Highlight. Wir durften Schokolade verkosten. Das haben wir allerdings nicht gefilmt, weil wir scheinbar zu vertieft in die Aromen waren. Von hier aus gingen wir dann auf eigene Faust noch ein bisschen durch die Stadt und zurück zur Basilica del Voto Nacional, der größten neugotischen Kirche Ecuadors und eines der bekanntesten Bauwerke Quitos. Der Bau begann 1892, zog sich über mehrere Jahrzehnte hin und gilt bis heute als unvollendet. Von den Türmen bietet sich ein weiter Blick über die Altstadt, die umliegenden Berge und die vulkanisch geprägte Landschaft der Anden, was wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen. Also ich glaube, das wäre in Deutschland nicht zulässig. Meinst du? Da oben ist auch ein Glasboden. Also die anderen sind jetzt diese Treppe hier hinter mir gerade raufgegangen. Ich bleibe auf jeden Fall hier unten. Ich gönne Ihnen den Ausblick, aber das ist nichts. Also solche offiziellen Auf- und Abstiegswege wird es in Europa, glaube ich, nicht geben. Das sind ja so richtige Himmelsleiter, ne? Also ich glaube, in Deutschland brauchen wir dafür ein Klettergeschirr. Wie war es denn da oben? Ja, die Aussicht war in die Richtung schon cool. Aber ganz schön windig. Zurück am Van geht's in unser Wassersystem. Denn seitdem wir in Südamerika sind, verstopft unser Filter ziemlich schnell aufgrund der schlechteren Wasserqualität. Oh ja, der ist auf jeden Fall schon wieder ordentlich zu. Schade.
Guten Morgen, es ist 6 Uhr. Wir sind also heute schon richtig früh aufgestanden. Ich glaube, man sieht es, aber es ist noch nicht so richtig hell. Im Gegenteil. Genau, und wir fahren jetzt gleich mit dem Andy hier vom Campground zum Start unserer Wanderung und freuen uns schon, hoffen, das Wetter spielt heute mit. Gerade ist noch ziemlich bewölkt, aber es wird bestimmt noch aufreißen und dann wird das eine tolle Wanderung. Wir sind da. Straße war so Next Level. Wir sind froh, dass wir nicht fahren mussten. Und wir sind jetzt auf 4500 und ein paar Quetschten, höher als wir je waren. Und hier startet unsere Wanderung. Und als wir losgefahren sind, gab es tatsächlich auch noch ein kleines Erdbeben. Ich glaube Stärke 4,5. Irgendwie haben wir gedacht, Markus wackelt am Auto, aber das war es nicht. Und jetzt geht es gleich los. Ist schon relativ frisch, aber Wetter sieht ganz okay aus, würde ich mal sagen. With love in life, what lies beneath few can find. Oblivious, we grow up and fall astray. With truth in this, my own strength fails me, and know I miss. And the deeper I stare, the further it drags away. And I just want the rain to clear. Wenige Meter bis zum Peak. Das Schild schon 4781 Meter. With me in this, well, I won't buy it. I know I'll miss. I've been praying for something outside myself. With you in life, well, I hope the future looks like you tonight. Wir hatten die Besteigung schon abgebrochen und waren am Rückweg zu Jessie und sie hat den richtigen Weg gefunden. Und wir waren einfach falsch. Und der Weg war dann einfach. Der andere wäre sehr schwer geworden. Jetzt sind wir oben. Welcher war denn der bessere Weg? Da lang oder da lang? Du bist da hochgegangen und da ist Julia lang gegangen. Hier bist du aber sehr nah an der Kante. Okay. Und wie war es da oben? Ja, also war okay. Die Sicht war jetzt mal wieder nicht so gut. Es gab kein Gipfelkreuz. Hm, Und wir haben noch Leute getroffen. aha. Kam natürlich aus der Schweiz. Wie soll es anders sein? Schöner Kerl, aber ein bisschen nah ist er mir jetzt schon. Hallo. Und was ist das jetzt? Ein Vogel. Kann Next Level Antwort, Martin. Hallo. Das reicht jetzt auch wieder. Du hast Krallen und sowas, das weißt du schon. Geh bloß weg von mir. Hä? Du denn? Ihr wollt doch Vögel sehen, oder nicht? Ja, ich aber nicht. doch nicht so nah. Mein Ei. Kannst vergessen. Der mag. Martin, Ja? nicht, dass der mich ärgert. Nimm doch den Stecken, du hast doch einen Stecken. Weg. Ah, der da könnte sein. Der da ist es. Carunculated. High Andes in Ecuador. Das ist mein Ei. Also es müsste ein Carunculated Caracara sein. Alter.
Wir sind oben fast. Einmal noch um die Kurve. Wir sind auf dem Sattel vom Roku Pichincha oder so. Jesse wartet unten auf uns. Markus, Julia und ich machen noch die Gipfelbesteigung. Es geht schon mal los hier. So langsam wird der Weg weiß und die Höhenrettung kommt uns entgegen. Das Zeichen. Schau Nummer 4. Buenas. Wir sind an der Bergstation angekommen und hier gab es tatsächlich einen Hundeparcours. Mysteriös. Dann machen wir Schatten noch nicht. Das muss runterdrehen. Der Blick ist einfach krass. Es gibt noch ein Problem bei der Dusche. Wenn man ausmacht, ist es saukalt. Die 2,7 Millionen Einwohnerstadt Quito hat mit seiner besonderen Lage auf 2800 Metern Höhe uns wirklich begeistert. Nichtsdestotrotz heißt es für uns jetzt weiterfahren, um die weiteren besonderen Orte Ecuadors erkunden zu können, wie zum Beispiel den Cotopaxi, einen der höchsten aktiven Vulkane der Welt. Dazu aber mehr in der kommenden Woche, falls ihr mögt. Wir sagen danke fürs Einschalten und hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst uns doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Und abonniert unseren Kanal, falls ihr uns auf unserer weiteren Reise begleiten wollt. Wir freuen uns über jeden einzelnen Mitfahrer. Also, macht's gut und bis nächste Woche!